Heute lassen wir ihn raus. Den Tiger. Oh, das ist der falsche Karton. Ich meine natürlich diesen Tiger. Willkommen in der Noppenklötzchen-Scheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, hier auf meinem Bautisch steht das Kobi-Set 2673, die aktuelle Limited Edition aus Mai 2026. Namentlich 12,8 cm Panzerjäger Tiger Ausführung B Jagdtiger. Also ein Set aus der Historical Collection World War II im Maßstab 1:28. Und unter uns, Freunde, es geht auch kürzer. Sonder-Kfz 186. Per Feldpost kam das Kobi-Set 2673, 12,8 cm Panzerjäger Tiger, Ausführung B, Jagdtiger, nicht zu mir hier auf meinem Bautisch, sondern traditionell per UPS. Die Limited Edition aus Mai 2026 ist natürlich bei diesem historischen Vorbild aus der Historical Collection World War II und da es eine Limited Edition ist, in dieser Größe natürlich dann auch fast traditionell im Maßstab 1:28. 1635 Steinchen hat das Set 2673 und es beinhaltet 5 Minifiguren und hat eine Altersempfehlung von 11+ Jahren auf dem Karton. Die Stunde 0 wird hier quasi fast gezeigt, Endkampf 45 aus der Sicht der Wehrmacht. Wir haben hier einen durchbrochenen Zaun in irgendeiner deutschen Stadt mit eben hier den Briefkasten, auf den Feldpost steht und 5 Minifiguren. Und um was für 5 Minifiguren handelt es sich? Das sehen wir auf der Rückseite. Wir haben hier einen deutschen MG-Schützen, einen deutschen Soldaten mit Panzerfaust. Wir haben den Panzerjäger-Kommandanten und 2 Figuren von der Crew. Einiges an Bewaffnung. Infokarte bekommt ihr gleich von mir und ein Originalfoto. Und das Wichtigste ist, wir bauen den Innenraum. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Und jetzt lassen wir traditionell diesen dicken Brocken einmal auf meinen Bautisch fliegen. Ja, Freunde, da liegt das Kobi-Set 2673 auf den Bautisch mit 4 Bautüten. Natürlich im Senfgelb und grün hauptsächlich gehalten, sowie etwas grau. Eine Bauanleitung, ein Teiletrenner und traditionell natürlich das Zertifikat. Ihr seht es schon hier, ich habe die Nummer 750 bekommen und da haben wir auch das Laser bedruckte, geschnittene, gebrannte Typenschild mit der Nummer 750. Zertifikat geht an die Seite, schauen wir uns nachher nochmal an. Wir brauchen aber natürlich zum Bauen einmal das Typenschild. Wir haben 4 Tüten und was ich ganz interessant finde ist, man denkt ja immer bei so einer Kobi Limited Edition, man erkennt sie übrigens daran, dass man hier viel Grünzeug dabei kriegt und traditionell etwas Stacheldraht. Stacheldraht haben wir jetzt nicht dabei, aber wir haben halt hier dieses Grünzeug und auf den ersten Blick sieht es so aus, als wenn das Grünzeug auf dem Panzer steht, aber nein, wir haben hier eine gedeckte Stellung, also so wie so ein Jagdfahrzeug, so ein Jagdpanzer eigentlich gekämpft hat. Das finde ich ziemlich cool, zeige ich euch gleich. Zuerst zeige ich euch natürlich das beste Werkzeug, was sich ein Kobi-Klemmer wünschen kann, nämlich den schwarzen Kobi Teiletrenner. Ich packe die Tüten mal an die Seite. Wir sehen hier, dass die Tüte 4 mäßig gefüllt ist, die Tüte 1 relativ groß und auch mit einer schönen hier, ja, großen Plate, das gefällt mir. Also wir haben hier wirklich sehr viel zu klemmen. Die Tüten sind halt moderat befüllt, also gut aufgeteilt, bautechnisch wahrscheinlich strukturiert. Das macht wahrscheinlich so Sinn. Wir schauen uns die Anleitung an. Natürlich haben wir hier wieder das Artwork von der Kartonverpackung auf der Vorderseite. Normalerweise in letzter Zeit haben wir dann immer auf der ersten Seite die Rückseite gespiegelt. Hier jetzt nicht. Wichtig ist, wir fangen mit der Tüte 1 an zu klemmen. Ich hole sie nochmal hoch. Die brauchen wir gleich als erstes. Damit fangen wir an. Damit geht es los. Wir reißen sie auf, sortieren sie uns nach Farben, Form, Geschmack, Duft, wie immer ihr das wollt. Und klemmen drauf los. Wir achten aber zuerst immer auf die Legende, denn Kobi-Steine sind ja eigentlich mit allen Systemsteineherstellern kompatibel, bloß in der Form, Funktion manchmal unterschiedlich. Da gibt es manchmal doppelte, manchmal dreifache
Ausführung von bestimmten Slopes, Wedges und so weiter. Oder auch wie hier Technikstangen. Achtet darauf, wenn ihr nicht so erfahrene Kobi-Klemmer seid. Und dann bauen wir uns von Baustep zu Baustep, von Bauabschnittstüte. Wir haben es gesehen, wir haben 4 Stück. Da arbeiten wir uns durch und achten immer drauf, was uns hier farblich als aktueller Baustep angezeigt ist. Der davor ist ausgegraut. Die kleinen Kästchen hier zeigen uns immer, welche Steine wir brauchen, und Pfeile und manchmal auch so kleine Sonderfensterchen zeigen uns, was wir klemmen müssen. Es gibt manchmal auch Anlegehilfen, gerade bei Stangen und bei Teils oder auch manchmal bei Jumpern und so weiter ist das ganz interessant. Hier sieht man es auch, was man wie wo klemmen muss. Und fertig ist man dann, wenn man alle 4 Bautüten durchgearbeitet hat, mit den Baustep 300. Und da sieht man dann nämlich auch ganz gut, dass wir hier wirklich einen Panzerjäger in einer Stellung haben. Denn da sehen wir, dass die Büsche an diesen Zäunen befestigt sind und der Jagdpanzer quasi darunter steht. Das gefällt mir richtig gut. Auf den letzten Seiten dann traditionell die Steine von Kobi. Sollte euch da ein Stein fehlen oder mehrere, ich hoffe eigentlich gar keiner, schreibt euch die Nummer auf und meckert dann gleich hier bei Kobi auf der Webseite. Die haben da extra eine Rubrik eingerichtet. Und dann haben wir traditionell auch bei Kobi, und das finde ich sehr gut, denn früher war das nicht so, eine Hilfe, wie man die Minifiguren zusammenbauen muss. Ja, Freunde, müssen muss ich gar nichts. Ich freue mich drauf, dieses Set euch präsentieren zu dürfen. Viel Spaß euch jetzt beim Fakten zuhören und mir beim Klemmen. Speedbildzeit ist Faktenzeit, und obwohl wir hier eigentlich einen Jagdtiger als Hauptrolle haben im Review, sprechen wir heute nicht über das Fahrzeug selbst, natürlich später im Verlauf des Videos auf jeden Fall noch, aber wir sprechen über das Thema Feldpost. Wir haben hier einen kleinen Briefkasten als Zubehör in der Limited Edition. Und deshalb werfen wir einen Blick auf die Feldpost im Zweiten Weltkrieg. Ein Thema, das Millionen Soldaten und ihre Familien über die gesamten Kriegsjahre hinweg begleitet hat. Wenn wir heute mit Freundinnen und Familienmitgliedern sprechen möchten, greifen wir einfach zum Smartphone. Eine Nachricht ist innerhalb von wenigen Nanosekunden auf der anderen Seite der Welt angekommen. Im Zweiten Weltkrieg sah das natürlich ganz anders aus. Für die meisten Soldaten war die Feldpost die einzige Möglichkeit, Kontakt zur Heimat zu halten. Ein Brief war oft der einzige Weg, die einzige Verbindung zur Ehefrau, zu den Kindern, zu den Eltern oder Freunden. Dabei darf man nicht unterschätzen, welche Bedeutung diese Briefe hatten. Viele Soldaten lebten über Monate oder sogar Jahre fern ihrer Heimat. Besonders an der Ostfront waren die Bedingungen oftmals extrem. Kälte, Schlamm, Hunger, Krankheiten und die ständige Gefahr durch Kampfhandlungen bestimmten den Alltag. Ein Brief aus der Heimat war deshalb häufig weit mehr als nur ein Stück Papier. Er war ein Zeichen dafür, dass die Familie noch da war, an einen dachte und hoffentlich gesund war, quasi ein Grund, weiter zu kämpfen. Die deutsche Feldpost wurde bereits vor Kriegsbeginn organisiert und im Verlaufe des Krieges immer weiter ausgebaut. Jeder Soldat erhielt eine sogenannte Feldpostnummer. Diese Nummer ergänzte die genaue Anschrift der Einheit. Wer einen Brief verschicken wollte, musste also nicht wissen, wo sich die Einheit gerade befand. Die Feldpostnummer genügte, damit die Sendung ihren Weg finden konnte. Gleichzeitig hatte dieses System einen militärischen Hintergrund. Sollte ein Brief in feindliche Hände geraten, konnten dadurch keine genauen Rückschlüsse auf Standorte oder Truppenteile gezogen werden. Sicherheit spielte im Krieg eine große Rolle, weshalb viele Informationen bewusst geheim gehalten wurden. Die Größenordnung des Feldpostsystems war beeindruckend. Während des Zweiten Weltkriegs wurden von der deutschen Feldpost schätzungsweise mehr als 30 Milliarden Sendungen befördert. Dazu gehörten Briefe, Postkarten, Päckchen und Pakete. Um diese Mengen bewältigen zu können, waren tausende Mitarbeiter im Einsatz. Es gab zahlreiche Sammelstellen, Sortierzentren und Feldpostämter, die teilweise bis in die Nähe der Front verlegt wurden. Besonders beliebt waren natürlich Pakete aus der Heimat. Viele Familien versuchten, ihren Angehörigen etwas zu schicken, das den Alltag an der Front erträglicher machte. Dazu gehörten Süßigkeiten, Kekse, Schokolade, Tabak, warme Socken, Handschuhe oder persönliche Erinnerungsstücke. Auch Fotos der Familie wurden häufig verschickt. Für viele Soldaten waren diese Bilder ein wertvoller Besitz und wurden oft über Jahre hinweg aufbewahrt. Vor allem zur Weihnachtszeit erreichte die Feldpost ihren Höhepunkt. Familien wollten ihren Angehörigen eine Freude machen, während die Soldaten hofften, wenigstens ein kleines Stück Heimat zu erhalten. Tatsächlich versuchten die Behörden jedes Jahr, die Weihnachtspost bevorzugt zu behandeln. Trotzdem kam es immer wieder zu Verzögerungen.
Lange Transportwege, überlastete Bahnstrecken oder militärische Entwicklungen konnten dazu führen, dass Sendungen erst Wochen oder Monate später ankamen. Nicht jeder Brief durfte jedoch einfach verschickt werden. Die Feldpost unterlag einer umfangreichen Kontrolle. Briefe wurden regelmäßig durch Zensurstellen überprüft. Ziel war es natürlich, militärische Geheimnisse zu schützen und gleichzeitig die Stimmung innerhalb der Bevölkerung zu kontrollieren. In Diktaturen haben wir halt die typische Zensur. Soldaten durften beispielsweise keine genauen Angaben über ihren Standort machen. Auch Informationen über Verluste, Ausrüstungen oder bevorstehende Operationen waren natürlich strengstens verboten. Wer gegen diese Vorschriften verstieß, musste mit Konsequenzen rechnen. Deshalb schrieben viele Soldaten bewusst vorsichtig und konzentrierten sich auf persönliche Erlebnisse oder Fragen an ihre Angehörigen. Das typische, wie ist das Wetter bei euch zu Hause? Interessanterweise entwickelten manche Soldaten eigene Methoden, um dennoch Informationen zwischen den Zeilen zu übermitteln. Familien kannten oft bestimmte Formulierungen oder Codes. Trotzdem blieb das Risiko hoch, dass solche Hinweise entdeckt wurden. Für die Menschen in der Heimat waren die Briefe mindestens genauso wichtig wie für die Soldaten selbst. Viele Familien warteten täglich auf Nachrichten. Besonders Mütter, Ehefrauen oder Kinder lebten oft von Brief zu Brief. Traf Post ein, bedeutete dies meist, dass der Angehörige zumindest zum Zeitpunkt des Schreibens noch lebte. Blieb die Post hingegen längere Zeit aus, begann eine Phase großer Unsicherheit. Natürlich konnte ein Brief verspätet sein, doch mit jedem weiteren Tag stieg die Sorge. Viele Familien kannten dieses Gefühl nur zu gut. Mit zunehmender Kriegsdauer wurde die Situation immer schwieriger. Besonders ab 1943 verschlechterte sich die Versorgungslage deutlich. Luftangriffe zerstörten Bahnhöfe, Postzentren und Verkehrswege. Dadurch wurde auch die Arbeit der Feldpost erheblich erschwert. Dennoch versuchte man den Betrieb möglichst lange aufrechtzuerhalten. An der Ostfront mussten Briefe teilweise tausende Kilometer zurücklegen. Hinzu kamen extreme Wetterbedingungen. Im Winter konnten Temperaturen von weit unter minus 20 Grad herrschen. Trotzdem gelang es erstaunlich oft, Post bis zu den Soldaten zu bringen. Heute stellen Feldpostbriefe eine wichtige Quelle für Historiker dar. Während offizielle Dokumente häufig militärische Abläufe beschreiben, zeigen Feldpostbriefe die menschliche Seite des Krieges. Sie berichten von Heimweh, Hoffnung, Angst, Kameradschaft und den tatsächlichen Herausforderungen eines Weltkriegs. Viele Briefe zeigen auch, wie unterschiedlich die Wahrnehmung des Krieges sein konnte. Manche Lanzer versuchten, ihre Familien zu beruhigen, schrieben möglichst positiv. Andere schilderten ihre Erlebnisse deutlich offener. Dadurch erhalten Historiker heute einen sehr, sehr persönlichen, dedizierten Einblick in diese Zeit. Mit dem Zusammenbruch Deutschlands im Frühjahr 1945 brach schließlich auch das Feldpostsystem weitgehend zusammen. Millionen Briefe konnten nicht mehr zugestellt werden. Zahlreiche Sendungen gingen verloren oder blieben über Jahrzehnte in Archiven liegen. Manche Briefe wurden sogar erst viele Jahre nach Kriegsende wiederentdeckt. Wenn man heute in Museen originale Feldpostbriefe betrachtet, wird schnell deutlich, dass hinter jeder Uniform ein Mensch stand. Ein Mensch mit Familie, Freunden, Hoffnungen und Sorgen. Genau deshalb sind diese Briefe bis heute so sehr beeindruckend. Sie erinnern uns daran, dass Geschichte halt nicht nur aus Fahrzeugen, Schlachten, Statistiken, Modellen und Filmen, sondern vor allem aus den Schicksalen einzelner Menschen besteht. Und damit endet bis jetzt hier der kleine Ausflug in die Geschichte der Feldpost im Zweiten Weltkrieg, angetriggert durch diesen kleinen Briefkasten von Kobi. Ein Thema, das vielleicht nicht so bekannt ist wie der Jagdpanzer, hier der Jagdtiger, das aber für Millionen Menschen eine enorme Bedeutung hatte und den Alltag an der Front und Heimat entscheidend geprägt hat. 5 Stunden und 37 Minuten habe ich genau zum Bau des Kobi-Set 2673 gebraucht. 12,8 cm Panzerjäger Tiger Ausführung B, Jagdtiger ist es genannt. Die Limited Edition aus Mai 2026, natürlich in der Historical Collection World War II. Bevor wir auf die Einzelheiten eingehen, ein paar Hinweise zu den Fahrzeugen hier auf dem Bautisch. Wir haben nämlich hier Kobis allerersten Jagdtiger aus 2016. Das Set 2484 hieß damals Sonder-Kfz 186 Jagdpanzer 6 Jagdtiger. Und ganz rechts kennt ihr vielleicht aus einer meiner Videos hier, und meine Kobi-Videos findet ihr ja alle hier oben auf dem i bei der Playlist. Dort haben wir die Limited Edition aus 2023
hieß damals Panzerjäger Tiger Ausführung B, 1390 Steinchen. Die allererste Version hatte hier damals 2016 565 Steinchen. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, das sind ja nicht alle Jagdtiger, aber ich habe alle Jagdtiger von Kobi und wir werden hier auf meinem Kanal demnächst einen kompletten Vergleich aller Varianten des Jagdtigers uns anschauen von 2016 bis 2026. Warum gibt es das Video noch nicht? Ich habe euch gesagt, ich habe alle, ja, noch nicht ganz. Ich warte natürlich noch auf die normale 2026er Version im Wintertarn, das Kobi-Set 2674 Panzerjäger Tiger Ausführung B Jagdtiger mit 1355 Steinchen. Wenn das Set dann hier ist, dann machen wir einen kompletten Overview, denn es gab ja noch eine 1:48er Variante, es gab noch die Weiterentwicklung, hier die 2484A und theoretisch gibt es hiervon auch noch eine normale Version, die klammern wir aber mal außen vor, denn sie ist fast identisch mit dieser hier. Aber wir wollen uns über dieses Set unterhalten. 2 Minuten habe ich jetzt schon verbraucht. Trotzdem gehört das zur Anleitung bzw. zur Einleitung dazu, denn wir werden auf jeden Fall gleich vergleichen müssen. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen, denn dieses Set hat eine Sache, die mir nicht so gut gefällt, die diese Version sogar besser hat. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, das werden wir gleich sehen, bautechnisch sind sie sowieso fast gleich, außen auf jeden Fall. Die Version hat sogar außen ein paar Sachen weniger, dafür ist der Innenraum hier detaillierter. Fangen wir an. Das Kobi-Set hat natürlich hier das, was Kobi Limited Editions ausmachen oder Executive Editions oder große Sets, einen Kobi-Teiletrenner. Ich liebe diese Dinger, kann man nie genug haben, für mich die besten Teiletrenner, die es gibt. Dann haben wir einiges an Steinchen über die großen neuen Ketten von Kobi, die mir sehr gut gefallen. Einige Bars, einige Bolzen, ein Haken, hier sogar eine C-Clamp, einmal eins, Antennen, Bügelperlen, das übliche. Also ein bisschen was über, gehört sich eigentlich auch so bei einer Limited Edition. Dann schauen wir uns erst einmal das Zertifikat noch einmal an, unterschrieben ja, von dem Herrn, der den besten Job der Welt hat, nämlich er ist Chef von Kobi. Hier unten hat er unterschrieben, der CEO. Und ich kann euch sagen, das Gerücht sagt, dass die letzte, ja wirklich Stimme, die letzte Auswahl, die letzte Instanz, die Daumen hoch, Daumen runter macht und auch noch bis tief in die Sets reingreift, ist nämlich der CEO von Kobi. Also so manches Set gibt es nur, weil er gesagt hat, so soll das sein. Das ist das Gerücht. Aber als Chef ja auch ganz verständlich. 750, ja, früher waren mir die Nummern wichtig, mittlerweile nicht mehr, denn ich zeige sie euch ja hier. Mein Kanal ist ja ein kleines Kobi Video Museum digital. Kommen wir zur Bauanleitung. Ja, wir sehen schon, eigentlich haben wir hier kein Panzer per se, sondern ein ganzes Diorama, was wir in diesem Set vereinen. Und das finde ich auch ganz gut. Und deswegen war auch für mich diese Limited Edition ein No-Brainer, trotz des Preises. Bau ist aber dafür, also 11 plus, ja, aber ist relativ simpel. Wir bauen wie immer in letzter Zeit bei Kobi hier quer den Boden auf, Noppen on top. Hier bauen wir alles Stück für Stück hoch. Immer wieder mit Brackets nach oben, mit Noppen nach oben. Da sehen wir solche Noppen nach oben und dann bauen wir dort das Obergerüst des Panzers auf. Bauen dann relativ früh sogar den Motor. Wir verbauen sogar relativ dicke Steinchen. Das gefällt mir ganz gut. Hier Bauschritt 42, da sehen wir jetzt große Steine und dann wieder ja an der Baurichtungsumkehr an den Brackets bauen wir die Front und die Heckpanzerung, die Schrägen der Wanne, dann relativ früh den Motor. Dann bauen wir in so einer Art Blockweise ja, einmal den Innenraum hier, schön rostig. Und dann bauen wir blockweise halt hier Vorderteil und Hinterteil auf. Da hier vorne mit den Luken und dann das Hinterteil auch blockweise. Hier seht ihr es mit den Lüftungen. Ja, und dann kämpfen wir uns nach vorne. Erst die schräge Frontpanzerung, dann die Heckpanzerung. Und dann bauen wir den Innenraum des Fahrzeuges auf mit dem großen Geschütz und dann die Seitenwände typisch mit Hinge-Bauweisen dran gemacht, sowie hinten dann die Heckklappe und dann die Seitenverkleidung. Also wirklich nichts Schwieriges. 11 plus würde ich hier einfach sagen aufgrund der Größe und ja, weil wir manchmal schon ja, kleinteilig arbeiten, das zeige ich euch gleich, aber eher gar nicht am Fahrzeug, sondern hier an der Dioramenfront, so nenne ich es mal.
Schauen wir uns das an, was eine Limited Edition ausmacht, nämlich einmal das Typenschild, das ja laser geprintet ist, beziehungsweise geschossen, beziehungsweise gebrannt. Maßstab 1:28, Nummer 750, also das spiegelt sich zu meinem Zertifikat. 12,8 cm Panzerjäger Tiger, Jagdtiger. Hier fehlt dann das Ausführung B und eigentlich fehlt auch das Sonderkfz 186. Ganz wichtig beim Jagdtiger, ja, es gab auch eine Version, Sonderkfz 185, das waren die Varianten, wo aufgrund von Ermangelung, auch der Kriegslage, dann keine 12,8 cm Kanone mehr eingebaut wurde, sondern die 8,8 cm Pak 43-3. Die wurden ja auch in die Fahrzeuge eingebaut, Ende des Krieges. Und dann war es das Sonderkfz 85. Das nochmal so am Rande. Wir packen mal das Typenschild hier hin, schauen uns dann den Motor an, wegen schönen Maybach HL 230, die ich mittlerweile im Schlaf bauen kann. Schöne dunkle Anthrazit. Hier haben wir schön die Passungen. Hier die Ventile und so weiter. Ja, nichts Wildes mehr. Schön immer wieder bei einer Limited Edition, dass wir auch diesen Motorträger bauen und dann das Typenschild hier gelasert ist. Ich packe den Motor mal beiseite, denn wir brauchen den ja gleich noch, wenn wir den in den Panzer bzw. in den Jagdpanzer stellen. Dann zeige ich euch die Figuren. Ein Grund, warum ich mir immer wieder Limited Editions kaufe, sind ja die Figuren. Hier unseren Panzerkommandanten mit 3-Tage-Bart. Das sieht man eigentlich nicht gerne. Dann typisch Panzerfarbe rosa. Wir haben hier so ein Splittertarn. Sumpftarn ist es nicht. Beige, grün, so wie die Dackelgaragen damals gehalten waren. Augenklappe, Dienstglas und eine Luger, schön bedruckt, auch an den Seiten mit diesen Splittertarn, Rückseite dann beige, nicht bedruckt und er hat diese kleinen Halbschuhe. Also eine schöne Figur. Dann weitere Crew, hier Dreck im Gesicht, denn dreckig, ölig, rauchig und laut war es natürlich in so einem Fahrzeug. Hier ein weiteres Mitglied der Panzerbesatzung. Die Feldmütze M43 in schwarz gehalten, hier sieht man jetzt nichts rosafarbenes. Einen Hammer, einen Meinungsverstärker, graues Hemd, schwarze Hose, schwarze Schuhe. Nichts Wildes, könnte auch eine Figur sein, die man bei einer der Trains, der Lokomotiven bei Kobi mit einbaut. Dann, schon oft gesehen, einen grimmig reinguckenden, vielleicht Richtschützen, Schiffchen. Wir sehen die Litzen hier. Er hat ein EK und haben hier die Kordel für das Dienstglas auch um seine Jacke gewickelt. Koppel, da hängt es drüber. Das Dienstglas ist hier in der Hand. Rückseite ist nicht bedruckt. Eine schöne Panzerfigur in schwarz gehalten. Kommen wir zu den vielleicht Highlight-Figuren des Sets. Wir haben nämlich zwei Lancer. Hier mit MG42, mit diesem neuen MG42 mit 3 Beinen, bzw. 2 Beinen, mit diesem typischen Kobi Gummi Patronengurt. Patronengurt auch gedruckt auf dieser Figur mit hier mit diesem Überwurf, mit diesem Tarn, auch hier Splittertarn. Am Helm sieht man es auch hier, da mit diesen Streifen. Eine Tellermine, Koppel, hier zusammengebunden diese Wendejacke oder vielleicht sogar die Zeltbahn. Dann hier Y-Riemen, Gasmaskenbehälter, Flasche und die Gamaschen, wie sie am Ende des Krieges ja so getragen wurden. Schön bedruckte Figur, gefällt mir. Ich werde irgendwann euch mal alle diese Tarnvarianten der Kobi-Figuren zeigen. Ich liebe ja die Kobi-Figuren. Mit jedem Set finde ich sie besser. Und ich habe da einige. Auch in dieser Splittertarn-Variante gibt es ja einige. Auch Erbsentarn, Sumpftarn und so weiter. Aber gucken wir jetzt hier weiter. Da der Lancer mit den Patronengurten hier für ein MP, die er in der Hand hält. Dann ein Riemen, Y-Riemen auch hinten drauf gedruckt, also schön bedruckte Figur, auch die Rückseite, werdet ihr in der Grafik vielleicht besser sehen. Auch die Gamaschen, auch Gasmaskenbehälter, Flasche und natürlich hier eine Panzerfaust, die Wegwerfwaffe. Und er hier mit einer MP40. Ja, das sind die Figuren, 5 Stück an der Zahl. Highlight natürlich aber im Set eigentlich nicht der Panzer, sondern das drumherum. Wir haben ein graues oder beige-graues, olivgrünes Fässchen. Wir haben 2 1x4er Teils, also Fliesen mit einer Holzmaserung, die man hier laut Karton so davor legen soll. Vornehmlich unseren Jagdpanzer in das, was er sein soll, in einer Hinterhaltsstellung. Der Tarnanstrich hieß hier auch
Hinterhalttarnung, meine ich, dieser Zweifarb, beziehungsweise dann ja sogar Dreifarbtarn, eigentlich wie er hier ist, so ist er nicht korrekter, für einen Jagdpanzer, der ja wie ein Jäger auf dem Hochsitz ja auch in seiner Stellung lauerte auf die Gegner und nicht frontal auf die Jagd ging, eher frontal in der Stellung auf den Gegner gewartet hat. Schön ist halt hier dieser ja, urbane Hintergrund mit diesem Zaun, der kaputt ist, mit dem Feldpost-Briefkasten, den ich euch gleich zeige. Ihr werdet sehen, wenn ich das gleich nach vorne ziehe, klappt natürlich hier das Geäst weg, das auf den Panzer gelegt werden soll. Das ist in der Anleitung relativ gut beschrieben, wie man es machen soll. Trotzdem wird es natürlich, weil man es nie genauso schräg anwinkeln kann wie in der Anleitung, bei jedem von euch anders aussehen. Und bei mir sieht es ja auch anders aus wie als auf den Karton bei Kobi. Das ist künstlerische, bauliche Freiheit. Ihr seht, ich ziehe es runter und buff, schon fällt hier das Grün vom Fahrzeug weg. Da auch. Ich nehme es jetzt mal in die Hand und zeige euch das, denn es sind interessante Bautechniken und es sieht richtig gut aus. Und wenn das Set nicht so, ja, in Anführungszeichen hochpreisig wäre, ich wollte jetzt ein anderes Wort nicht sagen, dann hätte ich echt Bock, mir mehr noch zu kaufen, um hier so ein schönes Zaun-Diorama noch weiter zu bauen. Also wir haben hier einen Zaun, kaputten Zaun, wir haben hier diesen Briefkasten mit Feldpost. Eigentlich müsste da vielleicht nur Deutsche Post stehen, dann wird es realistischer, was das Urbane angeht. Wir haben halt hier einen kaputten Bürgersteig, wir haben halt hier das Geäst, das wir mit diesen grünen Astdingern haben. Und ihr werdet im Speedbild sehen, einen langen Teil vielleicht, auch wenn es ein Speedbild ist, wo ich versucht habe, hier diese grünen Blätter in entweder die Bügelperlen oder diese, ja, C-Clamps hier oben zu bringen. Die haben absolut nicht gepasst. Ich musste richtig drücken, die Finger taten mir richtig weh. Ich habe sogar heimlich, das seht ihr nicht, mit einem Messer ausgeschabt. Da seht ihr vielleicht hier, dass es nicht gepasst hat. Diese grünen Blätterdinger waren nicht gut gegossen bei mir. Ja, sie labern so rum, weil sie halt auf den Panzer gelegt werden sollen. Interessante Bauweise ist, dass wir hier mit diesen halben C-Clamps diese Bretter arretieren sollen. Wir dürfen die leider nicht ganz ranstecken, wir dürfen die auch nicht ganz auf diese Bügelperlen ranschieben, denn sonst passt das hier nicht mit dieser Aufhängung des C-Clamps hier oben. Ihr seht es mit den Briefkasten und es soll ja auch ein bisschen kaputt aussehen, aber interessant, dieses Set hat wirklich alles, was Kobi zu bieten hat. Es ist auch, finde ich, eigentlich ein perfektes Einsteiger-Set, wenn man noch nie Kobi gebaut hat, aber man voll einsteigen möchte und möchte wissen, was macht Kobi alles, dann ist hier alles drin. Wir haben diese typischen Stangen, die Kobi hat, ja bis zum geht nicht mehr. Diese C-Clamps mit großer Noppenaufnahme, mit kleiner Noppenaufnahme, Baugliedumkehr, hier diesen einmal Einsatz C-Clamp, der hohle ist, wo wir die Bügelperle reinstecken, beziehungsweise diese große Bar, dieses hohle, also dieses Rohr. Also Kobi hat in diesem Set alles drin, was Kobi so zu liefern hat. Deswegen ist das vielleicht ein gutes Einsteiger-Set. Man braucht aber Nerven auf jeden Fall. Ihr habt es jetzt auch gehört vorhin, sind ja fast 6 Stunden Bauzeit. Dann das gleiche hier. Man baut natürlich gewisses, ja, Chaos schon, weil man will ja einen kaputten Zaun, eine kaputte, ja, Hausumfriedung hier ja bauen, aber schön auch, dass man so eine alte Fliese, die Kobi schon seit Ewigkeiten, fast seit immer im Bestand hat, auch nochmal mit reinbaut. Hier so ein Crack auf dieser 2x4er Fliese, das gefällt mir richtig gut. Und auch diese Holzfliesen kennen wir bei Kobi ja schon ewig. Wie gesagt, dieses Reinstanzen dieser C-Clamps hier oben mit diesen Barenden in diese, nennt man das eigentlich, ja, es sind keine Limp-Elemente wie bei Lego, aber diese plattgetretenen Kaugummi-Dinger, die aussehen sollen wie Pflanzen, das war für mich wirklich nervenaufreibend. Das hat richtig wehgetan. Ich schiebe es mal an die Seite. Trotzdem für mich Highlight des Sets, diese Geschichten, da mag ich mehr von. Kobi, bitte, bitte mehr von. Das bringt uns ja hier wirklich, sage ich mal, auf ein anderes Niveau. Häusergeschichten fehlen bei Kobi ja eh. Wobei, es gibt da welche, werde ich euch noch vorstellen, habe ich auch hier. Freue ich mich drauf, dass Kobi auch Häuser im Angebot hat. Werdet ihr sehen. Häuser packe ich aber mal hier in Anführungszeichen. Ihr seht, ich mache ein bisschen Platz, denn wir wollen uns jetzt hier eigentlich den Hauptdarsteller angucken. Er rollt super, seht ihr das? Und wenn ihr meine Videos länger schon mal verfolgt habt, dann wisst ihr, dass auf meinem Bautisch aufgrund der Glätte, die glatte Oberfläche eigentlich hier nichts gut rollt, aber durch die großen Ketten rollt dieses Fahrzeug hier wunderbar. Ist, glaube ich, der bestlaufendste Panzer, den ich hier je auf meinem Bautisch vorgestellt habe. Ihr seht vielleicht schon auf den ersten Blick, dass wir ein paar Unterschiede haben zu der 2023er Version. Wir haben hier keine aufgedruckten Haken, die sehen wir hier. Wir haben hier keine Rohrarretierung, die eigentlich relativ wichtig war, denn das, ja,
Gerät, die Bewaffnung war ja sehr schwer, die Justierung und so weiter. Also es musste richtig festgezurrt werden, denn sonst hat sich das alles verzogen. Also deswegen ist eigentlich diese Aufhängung der Kanone eigentlich wäre wichtig gewesen, sage ich jetzt mal so. Wir haben auch einen anderen Druck, etwas, soll ich sagen, einfach hat es sich Kubi hier gemacht bei den ganzen Okularen hier, nämlich einfach die Kante blau lackiert, während bei der älteren Version hier eine hellblaue Umrandung noch so ist. Also so eine Umrandung, das sieht etwas besser aus. Trotzdem haben wir ja ein paar Änderungen. Wir haben hier einen Haken für diese Stahlseile. Wir haben diese großen, ich habe es euch gesagt, Kettenelemente. Und natürlich ist dieser Panzer von innen ganz anders aufgebaut als dieser hier. Falls ihr aber die Variante noch gar nicht kennt, schaut hier oben auf dem i vorbei. Wir schauen uns jetzt mal hier ganz genau die Version an. Ich finde, und das ist gut gelungen, dieses Fahrzeug hat hier kleinere Räder als bei der 2023er Version, aber um es mal so, ja, wie soll ich sagen, diese Wuchtigkeit und diese Kantigkeit hier wirklich wahrnehmen zu können, wie es im Original war, passen diese kleinen Räder eigentlich relativ gut. Wir haben hier viele Drucke, auch ja, Fliesen, die den Tastanmuster drauf gedruckt haben. Wir haben die Balkenkreuze, hier oben die Luken. Ich habe euch schon gesagt, dieses etwas ja, einfacher gewordene bedruckte Thema mit den Okularen. Wir haben hier hinten, ich drehe mal, Werkzeugkiste bedruckt. Wir haben die Lüftung des Motorraums bedruckt und ja, hier hinten auch nochmal Okulare. Schön, finde ich, ist die Abgasanlage geworden. Brutal sehen diese breiten Ketten aus. Wir sehen hier von unten das, was ich euch am Anfang gezeigt habe, nämlich diese Bauweise, wie Kubi es gebaut hat, nämlich liegend mit Noppen nach oben, oder haben wir drauf gebaut. Wir sehen, dass wir die Front hier eingeklemmt haben mit so Hinge-Elementen, hier unten auch. Da ist es drauf genoppt, damit wir überhaupt die Schräge hinbekommen. Hier seht ihr auch von innen, sonst sieht ja die Radaufhängung relativ einfach und simpel aus, einfach nur in zwei Reihen, dünne Räder von Kubi. Aber hier vorne haben wir die neueren Antriebsräder bzw. diese Kettenkränze, Zahnräder. Das ist relativ neu bei Kubi, dieses zweiteilige Teil. Ja, die Klappe hier unten, also unten hinten am Heck, können wir aufmachen. Dann können wir ganz einfach auch hier die Klappe abmachen und den Motor uns dann ins Heck hinein verleiben. Hier sehen wir die Klappe, sieht ähnlich und ist auch ähnlich gelöst wie bei der 23er Version. Wir sehen auch hier, es ist jetzt nicht so detailliert, wie wir das vielleicht bei Sets kennen, wie jetzt hier bei Kubi, bei der 2671, beim Panzer 3 oder bei den Fahrzeugen davor. Wir haben halt hier groß bedruckte Lüftungen. Wir haben hier so ein bisschen das Abgassystem auch angerostet oder Flüssigkeitsaustausch. Und wir können jetzt hier den Motor, deswegen habe ich ihn hier rausgepackt, auch dann schön hier in das Fahrzeug stellen. So, wir können das draufnoppen. Na, ich muss mal schauen, dass ich es treffe. Ups. So, da ist der Motor und dann können wir die Klappe hier relativ einfach zumachen. Das gefällt mir richtig gut. Dann haben wir natürlich hier zwei Klappen nach außen für Munitionsauswurf. Wir sehen das Geschütz hier und wir können jetzt drunter gehen mit dem Finger und können dann die Klappe aufmachen. Hier haben wir auch eine Klappe. Ganz cool ist ja, dass Kubi jetzt bald neue Turmluken hat. Da freue ich mich drauf, aber hier richtig schön ist der Innenraum, der detaillierter geworden ist als bei der 2023er Version. Wir haben nämlich jetzt hier Granaten, wir haben jetzt hier so Röhre-Döschen, wir haben die 12,8 cm Kanone. Wir haben leider wie immer das Problem bei Kubi, dass diese Transclear C-Clamps mit dieser kleinen Aufnahme, die eigentlich das Okular sein sollen, also die Optik, dass die ja zu locker sitzt auf diesem Bars, deswegen bei mir schon runtergerutscht ist. Das seht ihr bei fast jedem Kubi-Modell, dass sowas passiert. Und dann sehen wir ja hier unser Geschütz aufgehangen, sehr groß, mit hier den Auffangkorb für, für den Auswurf. Zweiteilig waren ja die Granaten mit Triebladung. Also das gefällt mir ganz gut. Die Farbkombi muss einem natürlich gefallen, ne? Also da ist so eine Dreifarbtarn von 23 vielleicht etwas schöner. Hier haben wir die Luken noch, die wir mit etwas Fingernägeln aufklappen können. Da mit etwas Kreativität und Fingerspitzengefühl kriegt man dort auch Figuren rein. Und dann auch hier, zack, da können wir die Luke aufklappen und dann ja dieses übliche Kordelgedöns, dieses getränkte Seil, ja, bin ich kein Fan von. Mir gefällt das Fahrzeug aufgrund der Ketten,
Aber mit den Rädern, also die kleinen Räder lassen es originaler wirken. Ich zeige euch jetzt aber mal das Fahrzeug von 2023 im Vergleich. Das Rohr hier ist auch wesentlich stabiler, obwohl es fast die gleiche Bautechnik hat. Hier bei der 23er Version ist es etwas in sich, ja, verzogen ist das falsche Wort. Ich nehme mal die Figuren aus dem Bild, damit wir einfach mehr Platz haben. Ihr seht schon hier, die Variante hat größere Räder. Ne, wenn wir es mal schauen, kleine Räder, große Räder. Die großen Räder sehen zwar schöner aus, aber im Original wirken die kleinen besser, weil wir wirklich einen wuchtigen, massiven Aufbau haben, einen kantigen beim Originalvorbild. Da wirken die kleinen Räder besser, auch wenn das irgendwie cheesy auswirkt, weil diese Räder ja eigentlich Bautechniken sind, die wir schon 2016 hatten. So, ihr seht aber sonst von außen fast alles gleich. Das MG ist natürlich ja, bei der Limited Edition nicht vorhanden. Bei der 2674 wird es ein Abwehr-MG nach hinten geben. Natürlich haben wir andere Ketten. Wir haben, das habe ich schon gesagt, hier diese Rohraufhängung, die Rohrstütze nicht. Aber ich wollte euch zeigen, der Innenraum, da seht ihr, dass wir hier schon einen, ja, Quantensprung ist das falsche Wort, aber dass wir schon bei der neueren Version etwas detaillierter sind. Ihr seht es hier, da haben wir auch noch ein anderes Okularteil. Wir haben jetzt hier keine Granaten. Dafür haben wir da Granaten. Vielleicht wirkt das sogar historisch besser, weil wir ja zweigeteilte Granaten haben. Ich weiß es nicht. Ich finde auch hier das Rohr wirkt etwas labbriger. Aber alles gut. Die Farbkombi ist natürlich eine andere. Die gefällt mir auch ganz gut. Aber ich bin Sammler, Freunde. Was soll ich euch sagen? Mir gefallen fast alle Kubi-Sets irgendwie ganz gut. Aber das irgendwie natürlich in Fragezeichen. So, das wollte ich euch zeigen. Wir haben sonst auch natürlich hier fast die gleichen Bautechniken. Ihr seht es hier, wenn ihr kurz zurückspult, ne, im Vergleich die 23er Version mit der 2026er. Ja, ich habe euch versprochen, es wird sowieso eine komplette Gegenüberstellung geben. Mir gefallen die großen Ketten viel besser, es rollt sich viel besser. Gut, der rollt auch ganz gut. Die 2016er Version, ja, die rollt nicht so gut. Wie gesagt, die alle wird es nochmal in einen genaueren Vergleich geben. Deswegen höre ich jetzt hier erstmal auf. Sind auch schon fast bei 24 Minuten angekommen. Ihr bekommt natürlich jetzt Detailbilder von diesem Fahrzeug. Dann gibt es natürlich auch nochmal historische Fakten zu diesem Fahrzeug, also zum historischen Vorbild. Kann ich jetzt schon mal spoilern. 88 Versionen wurden gebaut, 78 verließen wirklich das Werk und jetzt wird es noch lustiger, 76 kam auch nur an der Front bzw. an den Bestimmungsorten. Sehr kurios. Also, ihr bekommt jetzt die Detailbilder von diesem Fahrzeug, bekommt nochmal Fakten zu diesem Fahrzeug, zum historischen Vorbild und dann schauen wir uns zum Abschluss in die Augen, liebe Freunde. Wie versprochen, bekommt ihr jetzt nochmal ein paar Fakten zum Sonder-Kfz 186, während ihr den Detailbildern des Kobi-Set 2673 folgen könnt. Der Jagdtiger war das schwerste serienmäßig produzierte Panzerkampffahrzeug des Zweiten Weltkriegs. Entwickelt wurde er auf dem Fahrgestell des Tiger II, den viele von euch als Königstiger kennen. Die Entwicklung begann 1943 und ab Anfang 1944 lief die richtige Produktion an. Bewaffnet war der Jagdtiger mit der gewaltigen 12,8 cm PaK 44. Diese Kanone gehörte zu den stärksten Panzerabwehrwaffen des gesamten Krieges. Auf Entfernungen von weit über 2 Kilometern konnte sie nahezu jeden alliierten Panzer zerstören. Die Frontpanzerung war mit bis zu 250 mm ebenfalls extrem stark und machte den Jagdtiger von vorne zu einem äußerst schwer zu bekämpfenden Gegner. Doch die beeindruckenden Leistungen hatten ihren Preis. Mit rund 75 Tonnen Gewicht war der Jagdtiger ein echter technischer Koloss. Motor, Getriebe und Fahrwerk waren, wie oft bei deutschen Panzern, für diese enorme Masse eigentlich zu schwach ausgelegt. Entsprechend häufig kam es zu Ausfällen. Oft sogar häufiger als zu tatsächlichen Gefechtsschäden durch den Feind. Auch die Produktionskosten waren enorm. Ein einzelner Jagdtiger kostete etwa doppelt so viel wie ein Panzer IV. Der Militärhistoriker und Panzerexperte Roman Töppel kommt daher zum Schluss, dass Aufwand, Kosten und militärischer Nutzen in keinem sinnvollen Verhältnis mehr standen. Die Hoffnung der deutschen Führung, die zahlenmäßige Unterlegenheit durch immer stärkere Fahrzeuge ausgleichen zu können, erfüllte sich nicht, war eine Chimäre. So der Experte.
Bärte, den ihr vielleicht von Videos des Deutschen Panzermuseums kennt. Hinzu kamen zahlreiche technische Schwächen. Das Fahrwerk war stark überlastet, was zu hohem Kettenverschleiß führte. Da der Jagdtiger keinen drehbaren Turm besaß, musste zum Zielen oft das gesamte Fahrzeug bewegt werden, was die Mechanik zusätzlich belastete. Auch die Schussfolge war vergleichsweise langsam, da Granate und Treibladung getrennt geladen werden mussten. Besonders problematisch waren Reparaturen. Für einen Getriebewechsel musste nicht nur ein Teil der Innenausstattung ausgebaut werden, sogar rund 6,5 Tonnen schwere Hauptgeschütz, das musste mit raus. Nach dem Wiedereinbau musste die Kanone anschließend erneut mit der Zieloptik abgestimmt werden. Selbst die Bergung eines liegen gebliebenen Jagdtigers stellte wegen seines Gewichts oft eine Mammutaufgabe dar. Insgesamt wurden nur etwa über 80 Fahrzeuge gebaut. Sie kamen vor allem in den schweren Panzerjägerabteilungen 512 und 653 zum Einsatz. Trotz seiner gewaltigen Feuerkraft konnte der Jagdtiger den Kriegsverlauf nicht mehr beeinflussen, Gott sei Dank. Heute gilt er als beeindruckendes Beispiel dafür, wie weit die deutsche Rüstungsindustrie bei der Entwicklung schwerer Panzerfahrzeuge ging und welche Probleme daraus entstanden. Übrigens, der berühmte und umstrittene Panzerführer Ottokarius fuhr auch einen Jagdtiger. Sprechen wir kurz über den Sponsor des heutigen Videos und halt nicht abschalten, denn eigentlich meine ich dich. Vielen lieben Dank, liebe Kanalmitglieder, für eure monetäre Unterstützung und vor allen Dingen das Kicken des Algorithmus. Daher auch noch Danke an alle anderen Kommentatoren, an alle, die diese Videos schauen, an alle, die mir Feedback geben, egal auf welchen Social Media Kanälen oder im echten Gespräch, an alle, die einen Daumen hoch lassen, an jeden, der meine Videos teilt. Und natürlich auch vor allen Dingen an euch generell in der Community auf Discord, in den Telegram- oder WhatsApp-Gruppen. Danke, dass ihr mit mir kommuniziert, dass wir über unser Thema Klemmbausteine und die geschichtlichen Themen hinter diesen Sets sprechen. Ihr seid die Geilsten. Danke für eure Unterstützung. Ja, Freunde, das Video ist nicht zu Ende, ohne dass es ein ordentliches Fazit gibt. Und das ist diesmal relativ durchwachsen. Ich liebe diese Limited Edition aufgrund ihrer Dioramafähigkeit und ihrer 5 Figuren. Aber es nähert sich in mir doch die Stimme, die sagt, das ist eigentlich nur ein neuerer Abklatsch der Version aus 2023. Und ich glaube, ich kann auch gerade preislich keinen da draußen es übel nehmen, wenn er sagt, hey, ich habe doch die Version aus 2023, warum sollte ich mir die 2026er Version kaufen? Natürlich sprechen wir hier nicht über die normale Version, die 2674 im Wintertarn. So ein Farbmuster gab es noch nicht, sicherlich interessant, aber das ist ein Themenbereich für das Review dann dieses Sets, beziehungsweise habe ich euch ja versprochen, es wird ein komplettes Video geben über alle Kobi Jagdtiger Varianten. Dranbleiben lohnt sich also. In diesem Sinne, Freunde, ein Jagdtiger ist auch nur ein Auto, deswegen gute Fahrt, auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.